Agnostikerin bin. Du bist Agnostiker? Ja. Du glaubst, dass alles Leben aus einer toten Singularität entstanden ist? Wie dumm. Du hast ja noch nicht mal die Bibel gelesen. Du kommst so in die Hölle. Und dann was? Haben die dann extra Raum für Agnostiker und Atheisten? So durchs Deckenfenster können sie in den Himmel gucken und sehen, wie viel Spaß alle haben. Und einmal in der Woche kommen alle Engel runter, tanzen außen rum und singen, wir haben's euch doch gesagt. Außerdem habe ich die Bibel gelesen und sie als völligen Bullshit empfunden. Ach ja? Die Bibel ist Geschichtsschreibung und so lange war, bis sie widerlegt wurde. Also, wenn du denkst, dass sie Bullshit ist, dann widerleg sie doch einfach. Der Hexenhammer ist auch eine Geschichtsschreibung und du verbrennst keine Hexen. Und was an der Bibel unlogisch ist, naja, zum Beispiel Noah und die Arche. 8 Leute, die 40 Tage lang abertausende Tiere versorgen müssen. Woher hatten die das ganze Fleisch? Haben sie irgendwie jeden Tag ein Tier ausgelost, wo dann ein Stück Fleisch abgeschnitten wird und bis es wieder nachwächst? Oder haben sie mit den Löwen meditiert, damit sie sich von Lichtenergie ernähren können? Oder haben sie eine göttliche Eingebung erhalten und den Kühlschrank erfunden? Und was ist passiert, als sie angekommen sind? So, Sarah, du bist jetzt 16, Zeit, einen Mann für dich zu finden. Dummerweise sind alle außer uns tot, also musst du wohl deinen Cousin heiraten. Ja gut, das ist jetzt deine Meinung und damit wertlos. Hier, ein Beweis. Ron Wyatt hat 1987 die Arche auf einem Berg in der Türkei gefunden. Ah ja. Ein Beweis also. Ja, kein Wissenschaftler ist hingefahren und hat nachgeguckt. Ich frage mich, warum. Also hat es auch niemand widerlegt, also muss es stimmen. Außerdem hat die türkische Regierung das bestätigt. Die türkische Regierung ist ja auch so vertrauenswürdig. Also beweis doch, dass die Bibel unlogisch ist. Hä? Hab ich doch. Noah hätte über 50.000 Tiere auf seine Arche unterbringen müssen. Dafür wäre im kompletten Mittleren Osten nicht genug Holz da gewesen. Und selbst dann wäre die Arche unter ihrem eigenen Gewicht zusammengebrochen. Deine Meinung interessiert mich nicht. Die türkische Regierung hat bestätigt, dass das die Arche war. Also musst du wohl die komplette türkische Regierung widerlegen. Erdogan. Wo hast du diese Zahl für die Tiere her? Hier. Aus dem Global Biodiversity Assessment. Wie viele Hundegattungen gibt es? Eine? Ist ein Wolf kein Hund? Nein. Aber was ist mit dem Ursprung des Lebens? Naja, alle Tiere haben sich über Millionen von Jahren durch Evolution weiter... Aber wo kamen die Tiere her? In der Ursuppe haben sich sehr komplexe Moleküle zu den ersten Einzellern entwickelt. Hast du dafür einen Beweis? Ja. Hier. Aber wo kam die Ursuppe her? Das war einfach Wasser vermischt mit Mineralien. Hast du dafür einen Beweis? Ja, hier. Aber wo kamen die Mineralien her? Na, aus der jungen Erde. Hast du dafür... Ja. Aber wo kam die Erde her? Naja, aus dem All, weil nach dem Urknall... Aha, der Urknall also. Und wo der herkam, weißt du natürlich nicht. Das ist mal wieder typisch. Erst das Maul aufreißen und dann nicht liefern können. Du bist so in deinem religiösen Glauben verankert, dass du gar nicht merkst, wie ich dich hier fertig mache. Ich habe gerade die komplette Evolutionstheorie widerlegt und du glaubst trotzdem an deine Wissenschaft. Wo sind eigentlich deine Beweise? Ja, die Bibel natürlich. Ja, und was genau in der Bibel? Lies doch selber. Die Bibel erweist sich selbst als wahr. Wie, bist du zu faul, deine eigene Recherche zu betreiben, oder was? Ach, wie
einfach doch das Gehirn eines Satanisten ist. Ach so, ich soll dir meine Meinung beweisen, dann ignorierst du alle meine Argumente und ich soll mir deine Meinung selber beweisen. Ich habe deine Argumente nicht ignoriert, sondern widerlegt. Die Erde ist gar nicht so alt, wie du sagst, weil der Wasserkreislauf immer mehr Salz in die Meere spült. Deswegen müsste, wenn die Erde so alt wäre, wie du sagst, alles Salz der Erde im Meer sein. Das stimmt nicht. Ein Teil des Salzes wird zurück an die Küste gespült und ein anderer Teil verbleibt in den Sedimenten am Meeresboden. Ja, aber wie wird das Salz aus dem Meer entfernt? Na, durch Verdunstung. Das passiert nicht nur in der Mitte des Ozeans, sondern auch an Land. Aber das Salz kann nicht verdunsten, es bleibt zurück im Wasser. Ja, aber... Okay, warte. Kannst du mir mal den Löffel geben? Siehst du? Das ist das Salz, was zurückbleibt, wie an der Küste auch. Ja, eben. Das Salz bleibt zurück im Topf und wird immer mehr. Ja, aber ein Teil bleibt eben auch auf dem Herd. Aber was ist mit dem Salz, was noch im Topf ist? Das Wasser verdunstet, wohin geht das Salz? Das Scheißsalz bleibt im Scheißtopf. Du hast doch selber gerade erklärt, dass durch Verdunstung eben in der Mitte des Ozeans das Salz mehr wird im Meer. Aber das Salz verdunstet eben auch, wenn es an Land ist. Also erst sagst du, dass das Salz entfernt wird und jetzt sagst du, dass es im Topf bleibt. Du bist offensichtlich so verwirrt, dass du nicht mehr weißt, was du sagst. Der Ozean ist kein Topf. Der hat keine klare Begrenzung. Also, Wasser verdunstet auf dem Ozean, Salz bleibt im Ozean. Wasser verdunstet auf dem Land, Salz bleibt auf dem Scheißland. Okay, hör zu. Wissenschaftler glauben, dass... Ja, Wissenschaftler glauben. Ich interessiere mich nicht für euren bescheuerten Glauben. Ich habe mich vertan. Wissenschaftler glauben nicht, sie denken. Du bist doch sowieso ungebildet und verwirrt. Ich kenne dich besser, als du dich selbst kennst, Heckenkirsche. Du denkst, du weißt alles, aber kannst nicht mal Beweise für deine Theorien finden, während ich gerade deinen kompletten Glauben widerlegt habe. Also entweder du gibst gleich auf oder halt nicht. Hast du nicht vorhin gemeint, meine Meinung interessiert dich nicht? Warum hast du mich angesprochen? Um mich zu konvertieren? Ja, viel Glück mit deinen Bewiesen. Nein. Ich habe das gemacht, um dich zu informieren. Warte. Lass mich dich mal kurz zitieren. Haha, wie dumm. Du hast ja noch nicht mal die Bibel gelesen. Du kommst so in die Hölle. Wie hätte ich mich denn bilden sollen, wenn die einzige Quelle, die du hast, die Bibel ist, die ich schon gelesen habe? Verarschen kann ich mich selber. Du musst dich halt auch mal anstrengen, wenn du was lernen möchtest. Anders als du kenne ich mich in der Wissenschaft und in der Religion sehr gut aus. Also, beweis doch, dass es Evolution gab. Hab ich. Ausführlich. Nö. Hast du nicht? Ach, und was ist dann das da? Deine wertlose Meinung. Los, beweis sie doch. Nö, jetzt habe ich keine Lust mehr. Beweist du deine Meinung? Nö, beweist du doch deine Meinung. Nee, beweist du deine Meinung doch. Nö, beweist du doch deine Meinung. Nee, beweist du deine Meinung doch. Nö, beweist du deine Meinung. Nee, beweist du deine Meinung. Nö, beweist du deine Meinung. Nee, beweist du deine Meinung. Nö, beweist du deine Meinung. Nee, beweist du deine Meinung. Nö, beweist du deine Meinung. Beweist du deine Meinung. Nö, beweist du doch deine Meinung.
Beweist du deine Meinung? Nö, beweist du deine Meinung? Beweist du deine Meinung? Nö, beweist du deine Meinung? Und durch das Deckenfenster können sie sehen, wie viel alle Spaß im Himmel haben. Wie viel alle Spaß im Himmel haben. Noah hätte über 50.000 Tiere auf seiner Arche unterbringen müssen. Und dafür... Das stimmt nicht. Ein Teil des Salzes wird zurück ans Meer... nicht ans Meer gespült. Das stimmt nicht. Ein Teil des Salzes wird zurück an die Küste gespült und ein anderer Teil verbleibt in den Sedimenten am Boden des Meeres. Am Meeresboden. Das stimmt nicht. Ein Teil vom Salz wird zurück an die Küste gespült und ein anderer Teil verbleibt in... Ja, kein Wissenschaftler ist hingefahren und hat nachgeguckt, also muss es stimmen. Außerdem hat der Ozean ist kein Topf. Der hat keine klare Begrenzung. Also... Der Ozean ist kein Topf. Der hat keine klare Begrenzung. Ich werde gerade richtig aggressiv. Der Ozean ist kein Topf. Der hat keine klare Begrenzung. Also, Salz verdunstet. Salz verdunstet. Ja, verarschen kann ich mich. Nein, nie. Lass mich dich mal kurz zitieren. Du bist doch sowieso ungebildet und verwirrt. Ich kenne dich besser, als du dich selbst kennst. Was? Also entweder du gibst gleich auf oder halt nicht. Wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich lasse das jetzt so.